So, wir backen heute ein Brot. Und weil wir zwei sind, wie viel Brot backen wir denn? 2. 2 Brot, okay. Und wir gucken gar nicht in die Kamera, weil die ist gar nicht da und uns gar nicht ablenken lassen. Was wollten wir jetzt machen? Brot backen, okay. Dann guck doch mal nach Mehl und was wir sonst noch brauchen. Ja, hier haben wir das. Was ist das? Einmal Rohkost, Roggen, Vollkorn, Mehl. Richtig. Was brauchen wir noch so? Dann brauchen wir Hefe Hefe. und Salz. Und was nehmen wir? Wir nehmen hier ein besonderes Salz. Sonst habe ich immer normales Salz genommen. Jetzt benutzen wir Kräutersalz. Das ist eine der Neuerungen, die heute so aufkommt noch in diesem Video. Also Kräutersalz, wenn man mehr Geschmack haben möchte, wenn es deftiger sein soll. Dann nehmen wir dann hier noch alles. Genau, das brauchen wir dann noch. Das war ja Der mehr Dinkelmehl. das ist. Nochmal, damit man das. Dinkelmehl, Dinkel, Vollkorn, Mehl. genau. Das ist immer das Allerwichtigste hier. Sag nur mal. Vollkorn, Genau, Mehl. das volle Korn, das ganze Korn. Nicht nur das, was da drin steckt, das ganze Korn, das ist das Wichtige. So, ich mache mal den Rührsack rein. Ja. Was brauchen wir noch so? Was wollen wir da noch eintun? Dann brauchen wir noch Sonnenblumenkerne. Dann brauchen wir Öl. Da haben wir jetzt zum Beispiel Olivenöl ausgesucht. Man kann natürlich auch Rapsöl oder Sonnenblumenöl nehmen. Das ist die zweite Neuerung, weil dann wird das irgendwie fluffiger. Und man spart sich das Fett. Mit Fett würde es gar nicht so fluffig werden. Mit dem Öl wird es fluffig und man hat kein Fett. Wie auch immer man das jetzt genau sehen muss, also physikalisch und chemisch, aber die Essenz ist, was abgeht hier. Das ist das Gute. Was ist das? Hirse haben wir hier noch. Hafer nehmen wir. Chia. Und dann haben wir hier noch Leinsamen. Und das reicht erstmal. Das Ich würde sagen, das schütten wir mal zusammen, damit wir den Überblick behalten. Und damit wir den Überblick behalten und nicht alles zubauen, damit wir weiterhin den Überblick behalten können, packen wir das einfach nebeneinander hin oder wie auch immer. Hauptsache irgendwie so, dass man das sehen kann. Weil sonst sieht man ja nicht, was man tut. Haben wir das noch? So. Wir fangen am besten an mit dem Mehl. Und es ist ja so, dass man Roggenmehl alleine nicht backen kann, weil dann fällt das irgendwie auseinander. Also müssen wir ein Mindestmaß von einem anderen Mehl dazu nehmen. Und dazu nehmen wir dann Dinkelmehl. Und bis jetzt so meine persönlich beste Mischung ist 300, 200. Genau, 300 vom Roggenmehl und 200 vom Dinkelmehl. Dazu machen wir 1 bis 1,5 Esslöffel Olivenöl in unserem Fall, einen schwach gehäuften Esslöffel Kräutersalz und wir kippen dann da noch Wasser rein. Wie viel wollten wir da reinkippen? 320. Richtig, 320. Und dann nehmen wir Wasser, was wir durch die Osmoseanlage geschickt haben und danach durch den Wasserfilter, um das wieder zu mineralisieren. Solch ein Wasser benutzen wir dafür. Wo wir bei dem Thema Wasser sind. Wasser trinken. Prost.
So, also das haben wir schon vorbereitet gehabt heute. Entschuldigung. Also, wir beginnen mit dem Mehl. 300 Gramm mit dem Roggenmehl. Kannst du mal schon einfüllen. 300. Ja, ich drücke mal auf Start und dann musst du gucken, 300. Wenn ein bisschen zu viel oder zu wenig ist, dann macht er überhaupt gar nichts. Achso, warte mal. Das macht schon was, weil, aber ist nicht schlimm. Die Waage war noch nicht ganz fertig. Jetzt können wir ja gar nicht gucken, was wir reingekippt haben. So, nochmal von vorne. Jetzt, es muss erst auf 0 stehen. So, jetzt kippe ich erstmal das rein. Jetzt kannst du dazu kippen, bis es 300 ist. Genau, 300. Wenn das kann auch 350 bleiben, das ist vollkommen egal. Ne? Das sind so, genau, nach Auge. Nach Auge, nach Gefühl. Dann brauchen wir noch das zweite Mehl, was ja unser Bindemehl in dem Fall ist. Davon brauchen wir 200. Und weil 2 plus 3 gleich 5 ist 300 plus 200 gleich 500. richtig. Hau rein. Okay. Ja, das. So. Was Das hatte ich mir doch was anderes. ja, können wir nachher abklopfen. Was wollen wir denn da noch reinmachen? Was haben wir da? Ganz wichtig, habe ich letztes Mal vergessen, muss das nachvertonen. Die Hefe. Das ist egal, welche du nimmst. Egal, was draufsteht, ist immer das gleiche drin. Nimm einfach, was dir jetzt am besten gefällt. Eine Tüte brauchen wir erstmal daraus. Die dann aufreißen und da. Genau. Ich pack das mal kurz weg. Wir machen es gleich noch eins. Wie viel sollte ich reinmachen? 350. Ja, richtig rein. Der ist doch mit 10 zu. Achso. Nicht bei mir öfter. Wie bitte? Öfter bei mir auf dem Ding. Ich kann dich nicht verstehen, wenn du mich nicht anguckst. Sag nochmal bitte. Öfters ist bei mir das Problem. Achso. Jetzt habe ich es. So, das lege ich mal bitte. Dann wollten wir Salz. Das messen wir jetzt so ein bisschen genauer ab. Hier wollte ich einen schwach gehäuften nehmen, weil sonst war mir das zu doll. Am besten merkt man das, wenn man mal so eine Scheibe pur isst, ohne irgendwas, was man überhaupt gebacken hat. Weil dabei ist mir aufgefallen, dass es zu salzig war. Ich zeige dir einmal, was ich meine. Das ist ein gehäufter, der hat einen Berg drauf. Und wenn man das so macht, so, oder klopfen oder wie auch immer, schwach gehäuft. Oder man sagt auch, ich weiß nicht, wo das herkommt, wo dieser Ausdruck herkommt, ein gestrichener Löffel voll. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Ja, so. Jetzt kannst du ihn da reinmachen, das ist ziemlich genau das. Bei Salz, ja. Als nächstes brauchen wir die Körner und dafür wollten wir. Welche denn? Also alle, die du magst, auf jeden Fall. Und wenn du alle magst, alle rein. Wenn du eine Sorte nicht magst, machst du die da einfach nicht rein. Nee, ganz so. Und damit man das halbwegs im Auge hat, genau, nee, achso, der war zu groß, das war es nicht. Lieber, ja, eine normale Kaffeetasse ist ein bisschen zu wenig, das ist zu viel, also so ein Kaffeepott ist eher die richtige Menge, damit das mit diesen 320 Milliliter passt. Sonst wird es wieder zu matschig oder zu, so, nach Gefühl, aber wir wollen möglichst viele Sorten rein. Genau. Einfach ein bisschen so, hier und da. Okay, ganz still. Wenn du möchtest, kannst du auch.
wenn wir fertig sind, soll der Becher voll sein. Ne? Mhm. Du kannst es ruhig offen lassen, immer. Wir brauchen das wieder. Davon würde ich erstmal nicht so viel nehmen, weil das haben wir heute zum ersten Mal. Da mache ich mal kurz mit. So, das Licht hat er hier nicht hinhaut. Aber nur so kriegt man raus, ob man Neuigkeiten. Oh, guck mal, die Farbe. Ne? Die Farben mischen. Sieht aus wie unsere Filteranlage von Wasser jetzt. So, okay. Dann mach den Becher mal voll. Kann ich nicht so. Genau. Dann, wie du Lust hast. Und dann und wir machen das dann so, wenn wir fertig sind, tun wir alles, was wir zum Brotbacken brauchen, in eine Schublade. Dann macht man die auf, holt alles raus, schmeißt es wieder rein und dann dauert es dann 5 Minuten, das Brot fertig zu machen. Ja? So. Und den kann ich noch einfach so reinschütteln. So wie du meinst, die richtige Mischung, so machen wir das. Cool. Da sieht die Mischung auch noch cool aus. Genau. Boah, die könnten uns auch mal einen Kommentar schreiben, wie das so aussieht und so. Das gut aussieht. Ja, wenn du möchtest, kannst du ja einen Kommentar zu dem Video schreiben. So, was brauchen wir noch? Obwohl ich es selbst gemacht habe mit dir. Nee, natürlich. Du kannst doch sagen, das Brot hat tatsächlich gut geschmeckt, ich konnte es kaum glauben. Oder ich habe heute zum ersten Mal eine trockene Scheibe Brot vom Toast gegessen, was ich sonst nie gemacht habe. Und das hat geschmeckt. Sodass ich, Wie sonst was. genau. Und ich habe gleich Hunger auf noch 2 Stunden gehabt. So, jetzt um beim Faden zu bleiben, weil durch das Quatschen verzetteln wir uns ja immer, haben wir ja festgestellt. Ne? Aber auch das haben wir schon festgestellt und jetzt habe ich das rausgekriegt. Wir brauchen noch jetzt das Öl. Brauche ich rein jetzt alles. Dann ist die Dose alle und fertig. Achso, nicht fürs zweite Brot, du hast recht. Entschuldigung. Siehst du mal, immer wenn ich mich einmische. Ne? Als nächstes brauchen wir das Öl. Geh ich dir mal zur Hand. Halt mal schon hier rüber. Davon wollten wir 1,5 so nehmen. Jo. Sieht aus wie Eigelb. Mhm. Wenn man nachher so jetzt auf die Feinheiten geht beim Brot, ne, man merkt nachher, da ist ein bisschen hier, ein bisschen da, ich könnte noch ein bisschen hier und da. Und dann nachher kann man sich ein Brot kreieren, dann nimmt man einfach und man isst sich selber quasi. Ne? Weil alles das, was man da so verändert hat, ist genau auf sich abgepasst. Ne? Ja. Aber richtig toll ist, wenn jemand anders es auch macht, so wie du, und ich dann dein Brot esse, dann weiß ich, wie du dich anfühlst, weil dir das so schmeckt, verstehst du? Mhm. Und somit ist es so für sich selber voll gut und dann im Tausch, weil gemeinsam und so weiter, beim Faden bleiben. Wir wollten das Wasser da noch reinkippen. Was tue ich denn? Kannst du einfach so alles rein. Lecker. Und die letzte und tollste Zutat für mich sind richtig, hau rein. Oh, gib alles rein. So, jetzt nehme ich dir das mal ab und stelle das mal an. So. So, kurz. Ja, das ist immer diese Sicherheitsdinge, die hier eingebaut sind, damit man sich nicht die Hand abreißt. Der Hebel, wenn der sich dreht, die Maschine hat 900 Watt, fässt man da rein, packt das die Hand, zieht das die Hand da rein und wird sie unweigerlich in alle Richtungen drehen, die du nicht mitgehen kannst und nicht die Hand abreißen. Also halten die Sicherheitsdinger ein, bauen dann nichts aus und drücken einfach auf Start, indem man den nach hinten dreht. Welche Zahl? Das ist okay so. Man muss das nicht schnell, das ist genau wie mit dem anderen auch. Das braucht gerne Zeit, braucht weniger Strom und so weiter. Wenn du möchtest, können wir jetzt gleich die zweite Teigmischung anrühren. Ja, Für das, von mir. ja. Dann habe ich dafür schon eine Sache vorbereitet, ja. ein bisschen haben wir möglichst viel
vorbereiten, aber zum Beispiel abwaschen vorher muss man ja. Jetzt fängt der Spaß quasi nochmal von vorne an. Jetzt wollen wir gucken, wie lange wir brauchen. Einfach nur für Spaß. Und wir machen die Mischung ein bisschen anders, weil ich was testen möchte. Dann brauchen wir wieder. Was brauchen wir? Genau. Genau. Und jetzt möchte ich gerne von dem 350. 350. Also mindestens. Wenn ihr jetzt wieder ein bisschen mehr macht, ist egal. 600 Stück. Also 350. Und von dem ist alles. Dann müssen wir ausgehen. Achso, ich habe hier noch eine Einsichtstühle, damit ich mal leer will. Weil dann weiß ich wieder das Mischungsverhältnis. Okay, dann nehmen wir doch genau das. Das ist jetzt die drauf. Hauptsache, man hat was. Das ist das Wichtigste beim Backen. Oder man muss was einkaufen halt. Ja, das, okay, das wäre jetzt zu viel, aber man kann jetzt, weil wir haben schon gesagt, du kannst einmal rauslassen. Oder zwei dafür raus. Leider wollte ich mal rausbringen. Einmal raus. Genau, jetzt haben wir, das ist genau. Dann brauchen wir wollen ja immer 500 haben. Jetzt haben wir 350 plus, wie viel sind 500? Richtig, 150. Das brauchen wir jetzt aber gar nicht ausrechnen, musst du bis 500 voll kriegen, bevor die Uhr draufsteht. Wenn sie fast alle ist, hau rein. Das ist okay. Es kommt ja nicht auf. Dann haben wir das nicht auch weg. Was brauchen wir denn? Brauchen wir. Es geht ja alles wieder von vorne los. Genau. Weil das hier alles liegt, kann man gar nichts vergessen. Mehr Spaß hat man. Also ich frage meine Mutter auf jeden Fall, wird sie mit mir immer was machen. Ja, dann haben sie richtig Lust, das zu machen. Der weiß aber auch einer zu schätzen, dann schmeckt das auch. Und automatisch wieder mehr gebacken und mehr und irgendwann gibt es sogar Kuchen zum Essen. Oh, lecker! Okay, Ja, so viel Spaß macht, dass man noch einmal gucken. Du musst auch das Wasser reinmachen. das macht mein Kind. Ja, das ist schwer. So. Jetzt kannst du wieder die Körner Richtung machen. Oh, die Augen. Und ich mach schon mal das Öl rein. Das wird der Kuchen. Ja, kann ich. Aber mach auch damit. Der Rest dann mal kurz. Machen wir richtig hinstellen. Und jetzt Deckel ab, dann kannst du den Rest leichter ausschneiden. Weil das bleibt da hängen. Und alles raus. Genau, einfach alles rein. Und hier, weil der ja kein Gießen hat, habe ich dann ein Handchen aufgehalten. Und ist das noch nicht so groß, dann fällt die nicht mehr liegen. Stopp. Stopp! Wollen wir arbeiten? So. Das würde ich gerne. Nehmen wir mal wieder einen Löffel voll Blumenkerne. Zack. Ja, dann hole ich das ganz oben. Wow. Nehmen wir wieder. Anderes.
Die sehen cool aus. Ja. Aber mach euch randvoll, damit das mit den 320 Wasser hinbekommt. Nehmen zwar alle unterschiedlich auf, weil das ja, haben wir uns ein perfektes. Okay, schicke ich jetzt mal rein. Prost, Prost. Prost. Oh, schicke Mischung. Genau. Was haben wir jetzt noch? Wasser. Ach, eine Sekunde. Jetzt weiß ich wieder. Das kippen wir da jetzt mit rein. Und dann eine Sekunde. Ja. So liegt ein Kreuz und mach was, was ich vorher noch als einen ausprobiert habe, nämlich gestern. Die kann man jetzt anhalten. Und klar, die Maschine hat das jetzt gedreht und gedrückt und alles sowas. Darf ich das machen? Ich möchte das bloß aufnehmen. Was möchtest du machen? Und darf ich dann nachher die Form kneten? Ja. Ich möchte das Ding rausnehmen mit dem Sicherheitskram und so. Und darfst du gleich machen? Aber einen Moment. Die Eltern wollen immer nur Sicherheit. Nee, das ist jetzt hier die. Achso, kann man ja gleich mal erklären. Weil halt so viel Roggenmehl da drin ist, hat man den Eindruck, der will nicht halten. Ne? Darum muss man den ein bisschen mit seiner eigenen Energie füttern, um ihn zusammenzudrücken. Und das Weitere erzähle ich gleich. Hat jedenfalls seinen Sinn wieder mal, unbewusst. Die können ja schon mal da rein, was jetzt Quatsch ist, weil das wollen wir da rein haben. Dann kannst du hier das Wasser. Oh yeah, Mathe kommt Und rein. in der Zeit kann man den nämlich wieder drehen lassen. Hey. Kann man den wieder drehen lassen. Und dann machen wir nochmal Tausch. Normalerweise mal der Nähe umgekehrt, aber dann sieht man das sonst nicht. Wir machen mal ein bisschen Platz. Wollen jetzt mal ganz fix in die Dose in die Schublade nehmen. Ja. Mein Schublade ist. Kannst du das machen? Ja, das werden die Füße da irgendwie so zählen. Dann haben wir hier so eine Schublade, wo wir das rein tun. Und zack. Oh, das ist schon schwer. Mit das hier. Man kann die Schublade Öl nehmen. Löffel nehmen. Daneben Schublade. Das war wirklich. Ja, ich habe aufgepasst. So, das können wir alles so lassen, bis das zweite Brot fertig ist. Der war da, jetzt ist der Müll ankommt, dann kann ich tauschen. So, und jetzt geht es ab hier. Wie gesagt, weil da so viel Roggenmehl drin ist, hat er den Anschein, wenn man es zeigt, dass der auseinanderfällt, ist der kein Wort. Auf jeden Fall, er hängt nicht zusammen. Ne? Darum nehmen wir jetzt einfach mal ordentlich zusammen. Und dann bist du gleich da. Muss ich doll drücken, ich sag den Herd irgendwo kicken möchte. Wie soll das denn gehen? So machen. Gucken wir doch bei den ganzen Herd. So. Auf jeden Fall haben wir das jetzt so getan. Jetzt kannst du den so breit drücken, wie du willst. So groß. Es geht. Guck mal, jetzt merkst du in der Mitte, hast du so viel Druck, ist schwer. Ne? Also, guck mal hier. Außen anfangen. Ja. Außen anfangen und nur so doll drücken, dass es immer geht. Ja. Nicht, dass du eine Spannung reinmachst. Immer schön drücken. So wie Spaß macht. Du kannst auch den Ton vom Mixer nehmen. Und zum Beispiel.
Der macht richtig gut. Hier, Salade. Das sieht richtig gut aus. Soll ich noch weiter tun? Oder willst du noch weiter tun? Weiter. Also der soll so groß sein wie das ganze Brett. Hey! Und du musst einfach weiter raus. Noch weiter raus. Und du gehst dann rein. Ja? Siehst du? Ja. In die Mitte zu drücken, wo die Masse ist. Geht einfach nicht. Das wissen ja gewisse Leute. Jetzt hier. Wie eine Matschepampe fühlt sich das an. So kleine Kinder können wirklich mit Brot spielen. Ja. Kannst du gleich ein Gesicht formen oder irgendwas. Ja, mach ich. Ein Haus oder ein Stein. Ich forme ein Zwei. Oder du formst einen Brotteig. Oder einen Brotteig. Das wird ja ein Brot. Ein Roggen, Winkel, Vollkorn. Weißt du, was wir bei dem Brot vergessen haben? Was? Das Salz. Diesmal habe ich es mitgekriegt. Beim ersten Brot haben wir Salz gemacht, bei denen haben wir es vergessen, weil ich habe es zu früh hochgestellt. Wir waren ja noch nicht fertig, habe ich ja gesagt. Ne? Habe ich mich selber ausgedrückt. Auf jeden Fall ist aufgefallen, ist kein Salz drin. Macht aber nichts, haben wir gemacht. So. Hast du noch drauf zu drücken oder soll ich? Du kannst das zweite gleich auch machen. Ja, tut auch. Soll ich das jetzt mal weitermachen? Ja. So, ich mache mal meinen Finger ein bisschen trainieren. Weil, wenn man den ganzen Teig so durchknetet, macht man erstens alle Gelenke gut. Man muss halt bloß Energie lassen und nicht versuchen, dass das Gelenk darauf drückt, sondern Energie schön. So kann man was ich wollte. Das Tolle ist, wenn man den so breit ausquetscht, macht man den erstens schon etwas warm für die eigenen Hände. Weil da ist ja Hefe drin und Hefe braucht ja Wärme, um zu gehen. Und so breiter wir das quetschen und umso mehr Wärme wir beim Kneten da reinbringen, umso besser geht der Aufschlag. Die ersten Brote, die habe ich in einer Backform gebacken, bis mich jemand darauf hingewiesen hat, nee, was soll das und so. Danke mal. Und habe das dann so auf dem Kuchenblech draufgelegt und das Brot ist fast doppelt so groß geworden. Ich habe gedacht, Wahnsinn. Wir haben, vorgestern Abend habe ich 2 Brote gebacken. Und wie viel haben wir noch davon? Da ist es. Du kannst ja mal in der Kamera zeigen, wie viele Brote von oben sind. Mit 2,5 bis 3 Leute. Yep. Also das wird gegessen hier. Und komischerweise kriegst du dann noch mehr Hunger. Ja, weil wir auch wieder trainieren und so. Ja. Wir boxen nämlich hier, also wir trainieren. Für Übungen zu verteidigen. Ja. Mit Kampfsport. Also ist noch hier so eine kleine Hälfte. Ja, also das, ne, wenn wir jetzt Mittagessen, dann ist das ja schon alle. Ja, und dann backen wir jetzt ein neues Brot, damit wir Mittag noch mehr haben. Genau. Falls wir noch Hunger haben. So, jetzt habe ich mich mal richtig ausgeknetet. Da kann man den mal auch auslassen. So. Und man kann ja den ganzen Körper reinkneten. Ich kann hier jetzt quasi den kleinen Zehen kneten, indem ich 2 Punkte hier hinstelle und mich nur auf den Zehen stelle. Und knete ich mit den Zehen und kann auch alle Gelenke dehnen und laufen lassen, indem ich auf den Zehen stehe. Also das ist Karate sehr cool. Oder Kung Fu oder Boxen. Hier, schau. Ja. Mir macht das überhaupt nichts mehr aus. Ich will hier nicht aufhauen, weil ich. Du würdest das ganze Brot kaputt machen. Ja, das ist das Problem. Ne? Man ist sich seiner Kraft nicht bewusst. Und ich habe Angst vor meiner Kraft. Und darum schlage ich da nicht rein. So einfach ist das nicht. Genug erzählt wieder. Einer ist fertig. Und das tun wir direkt im Backofen. Ich lege jetzt oben bei 50 Grad. Das ist wirklich gar nichts. Wer hat Pommes gestern Abend gegessen? Ohne mich.
ich habe es nicht geschafft, die aufzusetzen. Weil ich durfte noch Pilze mit Spargel und Zwiebeln und also ich wurde verwöhnt gestern. Man mag wieder, ne? Ja. Aber ich habe erst 2 Scheiben Brot gegessen und danach Pommes. Und da habe ich halt die Pommes nicht geschafft. Wir machen mal den Dreck weg. Komplett. Da kommt dann wieder die Schale mit Wasser rein. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesehen habe. Wenn man die beiden Gehen schon reinmacht, dann haben wir von vornherein schon gefunden können. Beim Backen wird dadurch das Brot ja außen weniger kross. Das heißt, ich kann ja länger backen und das ist ja wieder gut, weil und so weiter. Und so weiter und so fort. Ja. Halt mich am Fahrrad. Ich darf mal abschweifen. Ja. So, jetzt können wir aber das Brot mal wegtun. Welches? Was tun wir jetzt? Wegtun. Genau, den können wir jetzt raus. Du kannst ja schon vom Wasser reden. Bist du der Beste? Naja, ich kann mich noch gut erinnern. Sieht raus. Darf ich mal das Brot so probieren? Spricht irgendwas dagegen, das so zu essen? Muss ich mal belegen. Mehl darf man so im Mund nehmen. Alle Körner darf man so im Mund nehmen. Hefe geht auf. Es könnte sein, dass man davon Blähung kriegt. Vielleicht kommt dann Pups oder so. Und ein bisschen Öl können wir auch so nehmen. Wenn du möchtest, okay, wir machen mal einen Test. Wie ist der Teig so? Hier fehlt ein bisschen Salz. Das liegt daran, weil wir vergessen haben, das Salz anzumachen. Aber das macht nichts. Dann kann man sich halt Salz in die Schule machen. Genau. Ich habe eine Idee, pass auf. Oh, heftig. Improvisieren. Wir machen mal nur so, lass ihn mal kurz. Jetzt ist er ja noch. Lecker. Und jetzt mache ich einfach mal. Mach ich mein Grill. Wir müssen jetzt schon ein bisschen verteilen, die macht das Maschine. So. Und jetzt. Zumachen. Zumachen? Nee, dann machst du schon wieder alles auf einen Fleck. Mach mal so jetzt. Batsch. Vielleicht hält man mit okay. Das muss man nicht Ich machen. lese vor im Internet, also dass man lässt seinen Namen sagen. Ja, das hat auch mal jemand zu mir gesagt, hier, mach doch mal ein Video, warum immer eine Stunde und so. Ich meine, ich will das ja reell rüberbringen, so wie es ist wirklich, weißt du? Und darum kommt ja auch diese Frage. Ja, ich dachte mir, mein Name steht da ja schon. Und wohl nicht mehr, ne? Aber doch, steht auch immer noch. Aber du hast recht, vielleicht sollte man mal ein Video machen. Ja, Wo man sich das erstmal. ich könnte mich jetzt auch vorstellen. Was würdest du denn sagen? Achso, warte mal kurz. Hallo, Ja, aber nee. Oder weiß ich. Der Papa hat dann mal Komplexe mit den Kindern im Internet reinstellen. Allein, dass sie gesehen werden und dann vielleicht und so weiter. Aber immerhin mal jetzt schon dieses Video, ne, um davon auch ein bisschen wegzukommen. Das sind wieder die Ängste, die man selber hat. Ja? Ich projiziere schon wieder Ängste von mir auf dir und das will ich gar nicht. Also vergiss einfach, was ich jetzt erzählen wollte. So, wie sieht es aus mit dem Salz? hier noch ein bisschen. Ja. Pass mal auf, das Ding geht so riesig auf. Der wird bestimmt noch größer wie die anderen beiden. Bitte? Weil wir da jetzt ein bisschen rumgeknetet haben. Und da noch, genau. Schau mal, hier ist fast das ganze Tablett weg. Hier ist das ganze Tablett weg. Voilà. Zu Hause habe ich nie so viel Spaß. Na. Nur weil du nicht gefragt hast, ob einer Brot mit dir backt. Sind immer 2, die dazu gehören. So. Oh, heftig, genau.
Ja. So, ach, korrigieren brauchen wir auch nicht. Korrigiere ich das. Ich wollte das wieder zurechtschieben, was du gemacht hast. Ich aber gar nicht. Hier mach du mal jetzt zum Schluss, damit ich da nichts mit zu tun habe. Jetzt geht da deine Energie richtig rein. So. Machen wir so richtig so, oh, Brot. Und dann nehmen wir die Stimme dazu. Brot. Brot. Ja. Brot. Mein Brot. Brot. Mhm. Dein Brot, mein Brot. Unseres Brot. Ja. Okay. Dann packen wir den jetzt auch in. Ich habe Schmeckt nur das noch jetzt? probiert. Schmeckt so, ne? Ich will noch eins. Eigentlich könnte man das so mitnehmen. Und dann einfach so. Und dann packst du es einfach in den Sonnentag oder so. Dann trocknet das ja auch aus. Weil das Wasser, wofür brauchen wir es überhaupt? Damit die Hefe aufgeht. Zur Not kann man das mitnehmen, so und gefroren mitnehmen. Und wenn es brauchst, schmeißt es in den Sonnentag. Das müssen wir noch mal ausprobieren. Könnte auch eine gerade Quatschidee sein. So. Hilfe. So. Ja, ganz gut. Ja, nicht nur das Licht kann man einfach so anmachen. Zack. Zack. Man kann einfach mit spielen. Obwohl mit Licht spielen sollte man auch nicht. Die Fliegen kriegen das sogar hin, ne? Ja. Wir haben hier Fliegen im Haus, die fliegen öfter hier so lang und dann aus. Und nochmal an und dann nochmal aus und dann nochmal. Obwohl, so ist es gemütlicher. Jetzt brauchen wir auch nicht mehr so viel Licht. Jetzt haben wir ja fertig. Ich stelle jetzt eine halbe Stunde ein zum Gehen lassen. Also 30 Minuten mit 50 Grad, damit er sich entfalten kann. Hier gucken wir mal hin, wie es jetzt aussieht. Und dann gucken wir eine halbe Stunde. Weil das hast du gestern einen Unterschied gesehen. Guck mal, wie groß das ist. Also, ne? Haben wir jetzt platt gequetscht. Und nachher, also eine halbe Stunde müsste der ein bisschen hochgegangen sein. Wenn er hochgegangen ist, solange will ich das Video jetzt nicht machen. Weil wir jetzt eine halbe Stunde warten müssen. Wenn er jetzt hochgegangen ist, einfach von außen Stück für Stück zusammenschieben, bis es die Form hat von, ja, Und hier der war ich kann auch noch besser zeigen. Bleib mal da. es bleibt hier bei dem Video. Genau. Hier für die Füße trainieren. Warte, ich muss Ich stelle mir jetzt hier wieder. Komm mal hin, ich stelle mich zu dir. Ich so, Das ist doch dafür da, um auf einem Bein zu stehen und kann dabei, ich euch gleich zeigen. und dabei zu trainieren. Ne? Was macht man denn, wenn man auf einem Bein steht? Den kann man halt mit seinem Fuß, mit seinem einen Fuß, immer so nach links, rechts, geradeaus, nach hinten, so immer so treten. Und dafür lernt man Kung Fu. Und so. Okay. Was ich ja sagen wollte, um beim Faden zu bleiben, so eine Form ist voll gut. Also man quetscht das dann so zusammen und so und so und so, habe ich jetzt mir überlegt, wo ich mir diese Form jetzt wieder angucke, um jetzt kreativ zu sein. Könnte man noch ein bisschen so und so, ne? Die eigene Energie und so weiter. Das Gefühl, glaubt mir Leute, wenn ihr das da reinkommt, dann kommt ihr doch wieder raus. Auf jeden Fall werden wir das dann in die Form drücken und wir werden das in den Ofen stellen und wir werden das dann eine Stunde bei 200 Grad backen. Das heißt ungefähr bei 50 Minuten mache ich einfach den Ofen aus. Und dann wird er aufgemacht und wird das im Ofen abkühlen gelassen. Ja. Und dann guten Hunger zum Abendbrot, würde ich sagen. Das war es wieder aus der Kochecke. Heute haben wir mit 2 Personen 2 Brote gebacken und hatten so viel Spaß. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Genau. Oh, das Handy klingelt wieder. Ja, den machen wir aus und dann gehen wir da mal.